Hallo ihr Lieben, kennt ihr das? Ihr seid auf einer Party, alle Gläser sehen gleich aus und ihr wisst nicht mehr, welches Glas jetzt euers war? Oder ihr habt Gäste bei euch und ihr habt einfach nur gleiche Gläser im Schrank und nicht genug verschiedene Gläser. Also manchmal hat man ja auch noch andere und vielleicht auch noch für ein Kind, aber nicht genug verschiedene, dass jeder Gast ein anderes Glas kriegen kann. Das ist ärgerlich und dann weiß man nicht mehr, aus welchem Glas man jetzt trinken soll, welches man vorher hatte. Und da möchte ich heute mit euch Glasanhänger basteln. Da habe ich mir hier eine Packung Ohranhänger geholt. Die zeige ich euch auch in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal draufklicken. Die sind Sterling Silber. Dadurch sind die auch tatsächlich für die Ohren geeignet, weil ich reagiere auf Nickel und das wäre dann nicht so gut. Und so viele Glasanhänger brauche ich auch nicht. Also werde ich die sicherlich auch mal für die Schmuckherstellung benutzen. Die eignen sich auch wunderbar als Glasanhänger. Also die kann ich da draufhängen. Nicht so, weil so, wenn ich dann 2 Gläser habe, natürlich, logischerweise. Ich biege die hier so ein bisschen zusammen, dann halten sie besser. 2 Gläser so kann ich immer noch nicht unterscheiden. Deshalb werde ich da was dranhängen. Da kann man natürlich verschiedene Sachen dranhängen. Da kann man was häkeln, da kann man ein paar Perlen oder irgendwas basteln. Vielleicht können die Kinder was aus Bügelperlen basteln. Ich möchte heute was aus Schrumpffolie basteln und daran hängen. Wie man Schrumpffolie benutzt, zeige ich euch in einem anderen Video. In diesem Video möchte ich euch einfach eine kleine Idee zeigen, wie man die nächste Party retten kann. Zum Beispiel, wenn ihr eine Party plant oder sowas, zum Beispiel eine Geburtstagsparty, ne? Und die Kinder kommen und ihr könnt irgendwie vorher die Gesichter von den Kindern organisieren, dann könnt ihr natürlich aus Schrumpffolie zum Beispiel die einzelnen Gesichter von den Kindern nachbasteln und dann hier anhängen und dann hat jedes Kind seinen eigenen Anhänger mit seinem eigenen Gesicht dran. Das wäre natürlich auch super cool. So, jetzt habe ich hier diese Anhänger gebastelt und dann nehme ich mir jetzt einen. Hier diese Ohranhänger, die haben immer eine Feder und eine Kugel und dann darunter die Öse. So, dann muss ich jetzt ein bisschen unten die Öse aufbiegen. Das mache ich jetzt hier einfach mit dem Finger, weil das ist ja sehr weich. Und den Dreck unterm Finger kann ich auch mal wegmachen. Geht nicht, ne? Hängt im Fingernagel fest. Mist. Dann muss ich jetzt gucken, dass der Anhänger drauf bleibt und die Kugel aber nicht mit reinrutscht. So, eine Spitzzange wäre jetzt hier besser. Aber die habe ich gerade griffbereit hier. So. Das habe ich jetzt zugebogen. Mit einer Spitzzange würde das Ganze genauer gehen. Und dann habe ich jetzt hier einen Anhänger mit einer kleinen Giraffe dran. Kann ich an mein Glas hängen. Und schon weiß ich, dass das mein Glas ist, wenn ich mir die Giraffe ausgesucht habe. So, ich bastel dann gleich nochmal die anderen dran. Und dann lasst mich gerne wissen, wie ihr es fandet. Ich finde, das ist eine super süße Idee. Ganz schnell gemacht. Einfach ein paar Ohranhänger und dranhängen, was ihr wollt. Völlig egal. Ich fand das jetzt mit der Schrumpffolie wirklich süß. Also das macht die nächste Party zum Hit. Wenn das nicht, dann weiß ich auch nicht. Das rettet eure nächste Party. So, sagt mir Bescheid, wie ihr es fandet. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Dann verpasst ihr nichts Neues. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.